Hallo liebe Modellautofreunde, heute geht es um den Audi A4 B8 von der Firma Mini-Gems mit 1:43. Viel Spaß! Bevor mein Video weitergeht, möchte ich euch noch den Kanal der Modellbauer vorstellen. Dort zeigt euch der Sven ebenfalls Modellautos und Miniaturen. Allerdings ist er, wie der Name schon sagt, Modellbauer und zeigt euch, wie man die Modelle zusammenbaut und anmalt. Wenn euch dieser Kanal interessiert, dann schaut doch mal vorbei. Link dazu wie immer in der Beschreibung. Wenn es euch gefällt, freut sich der Sven sicher über ein Abo von euch. Ja Leute, wie gesagt, heute geht es um den A4 von Audi. Im Maßstab 1:43 und das ist wie gesagt das Nachfolgemodell des B7, also B8. Und schauen uns schnell die Verpackung an. Dealer-Edition, wie ihr seht. Hier unten, wichtige Informationen. Die Farbe ist Phantomschwarz, hier die Nummer dazu. Und der Wagen ist im Prinzip, genau bezeichnet 3,2 Quattro. Und ja, typische Audi-Verpackung. Ist nicht besonders spannend. Hier oben das Logo. So, hier ist der Wagen frei. Und meiner Meinung nach ist es eigentlich ein sehr schönes Modell. Anfangs war ich nicht überzeugt von diesem Auto, weil wie gesagt der Nachfolger vom B7, die Limousine vom B7 hat mir nie richtig gut gefallen. Da fand ich den Kombi auf jeden Fall immer besser. Den stelle ich übrigens auch nochmal irgendwann hier vor. Und hier mit dem neuen Look von Audi, hier mit den Lichtern, die etwas viereckiger sind und im Prinzip die neue Form der Front. Ja, sieht eigentlich immer noch Audi-typisch aus. Quattro-Grill, da gefällt mir die aktuelle Generation nicht so gut. Da fand ich die besser. Und ja, viel mehr kann man hierzu gar nicht sagen. Ja, Audi-Logo, hier drin das Quattro-Emblem. Und ja, hier unten die Luftanlässe. Sieht gut aus. Schauen wir mal die Seite an. Ja, das sieht man gleich Audi-typisch. Sieht aus wie ein A4. Finde ich, kann man auf jeden Fall immer noch die Grundform des B7s erkennen, vor allem hier in dem Bereich. Also nicht kurz spannend, die Felgen passen übrigens zum Auto, finde ich, ganz gut. Hier die Chromzierleisten sind auch passend. Und wir schauen uns mal das Heck an. Meiner Meinung nach eigentlich das Highlight dieses Fahrzeuges. Zuerst war ich, wie gesagt, nicht so angetan, aber je länger man sich dieses Heck mal anschaut, sieht man, dass es doch relativ grazil bzw. passend designt worden ist. Gerade hier der Übergang mit dieser harten Kante zu diesen geschwungenen Lichtern, bzw. die ja ebenfalls kantiger sind, aber trotzdem irgendwie geschwungene Form haben. Ich hoffe, ihr versteht mich. Sieht auf jeden Fall in Kombination mit dem Heck sehr gut aus. Hier unten sehen wir die zwei Auspuffblenden. Und hier kann man noch erkennen, A4 3,2 Quattro. Kommen wir mal zum Innenraum. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Ansonsten füge ich noch Bilder mit ein. Sieht meiner Meinung nach sehr gut aus. Ja, für 1:43 kann man überhaupt nicht meckern. Hat Mini-Gems hier ordentliche Arbeit geleistet. Hier sieht man es noch etwas besser. Mittelkonsole. Hier im Heck. Noch Fondbereich. Ja, helle Ausstattung, in den Türverkleidungen ebenfalls. Gefällt mir sehr gut. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Das Modell ist einfach, meiner Meinung nach, wer Audi sammelt, sollte das auf jeden Fall haben. Es ist sehr schön. Auf jeden Fall schöner als meiner Meinung nach die aktuelle Version des A4s. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es bitte in die Kommentare. Habt ihr selber das Modell? Mich interessiert das auf jeden Fall. Schreibt es mir gern. Gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Ich freue mich immer über neue Zuschauer. Wie gesagt, in den letzten Monaten haben wir ja einige dazu bekommen. Das freut mich. Aber da geht noch ein bisschen mehr, denke ich. Und ja, drückt die Glocke, damit ihr immer neue Benachrichtigungen bekommt, wenn ich ein Video hochlade. In dem Sinne, macht's gut. Viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Ciao.